Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Heute gibt es den zweiten Teil unserer kleinen Videoreihe zu den Human Kaiju Eiga Characters. Begonnen haben wir mit Dr. Serizawa aus der Showa-Ära Godzillas, also springen wir einfach in die nächste, nämlich in die Heisei-Ära. Und diese Ära ist für mich die beste, die es gibt. Godzillas Design als auch seine Charakterentwicklung wurden in meinen Augen noch nie so gut umgesetzt wie hier. Doch was die Heisei-Ära so besonders auszeichnet, ist die Rolle einer jungen telepathisch begabten Frau, die uns als Zuschauer neue Perspektiven zu Godzilla eröffnen wird. Aber fangen wir kurz von vorne an. Die Godzilla-Reihe begann 1954 und ging bis 1975. Dieser erste Zyklus wird Showa-Ära genannt. 1975 erschien mit Die Brut des Teufels der letzte Film unter Leitung von Regisseur Shiro Honda in der Showa-Ära und Godzilla hatte eine Pause von 9 Jahren. Herr Ministerpräsident, Sie wissen, abgesehen von nuklearen Waffen gibt es nichts auf der Welt, was dieses Monster stoppen kann. Return of Godzilla. 1984 entschied man sich die Reihe wieder aufleben zu lassen und man orientierte sich an dessen Wurzeln. Godzilla war zu Beginn noch keine Familienunterhaltung, sondern Kino für Erwachsene mit ernsten Botschaften. Im Laufe der Zeit wurde aus der Metapher der Atombombe eine familienfreundliche Unterhaltung, die sogar Aliens von der Erde verjagte. In der Showa-Ära produzierte die Toho 15 Filme ihrer Hausmarke. Für den Neustart wurden dann alle Filme gestrichen und man entschied sich für die Storyline, nur den allerersten Film von 1954 im Kanon zu lassen. Man wollte Godzilla wieder ernster gestalten und er symbolisierte nun die Konsequenzen der Naturgewalten. In Godzilla die Rückkehr des Monsters trat er alleine ohne Kontrahenten auf. Den Menschen gelang es, ihn in den Mihara-Vulkan zu locken und dort einzusperren. (1989), 5 Jahre nach den Ereignissen, wacht Godzilla im Inneren des Vulkans wieder auf. Davon bekommen die Menschen nichts mit, bis auf eine: die telepathisch begabte Miki Segusa. Durch ihre telepathischen Fähigkeiten nimmt sie die Schwingungen von Godzilla wahr und teilt es den Verantwortlichen des Militärs mit. Mit Godzilla der Urgigant wird der zweite Teil der Heisei-Ära produziert und mit dem Charakter der Miki Segusa bricht ein neues Kapitel im Kaiju Eiga an. Denn dem Regisseur Kazuki Omori, der auch das Drehbuch schrieb, war vermutlich gar nicht bewusst, welchen Einfluss diese Rolle auf den Verlauf der Godzilla-Reihe und darüber hinaus nehmen wird. Dieser Charakter wird von nun an in allen aufeinanderfolgenden Filmen der Heisei-Ära auftauchen und eine tragende Rolle werden. Dies kam im gesamten Genre nie wieder vor und es lässt erahnen, wie wichtig diese Figur ist und dass sie sehr gut beim damaligen Kinopublikum geschätzt wurde. Zur damaligen Zeit waren Charaktere mit übernatürlichen Kräften in Japan populär und Omori orientierte sich an Stephen Kings Carrie. Also ein junges Mädchen mit übernatürlichen Kräften. Omori fragte sich, was passiert, wenn ein solcher Charakter auf Godzilla trifft? Er wollte damit einen emotionalen Zugang zu Godzilla schaffen, ein Aspekt, der Produzent Tomoyuki Tanaka vorerst nicht begeistert hat. Gespielt wird Miki Segusa von der Schauspielerin Megumi Odaga. Odaga war zu Beginn der Dreharbeiten bei Biollante gerade 17 Jahre alt geworden und hatte bereits künstlerische und mediale Erfahrung sammeln können. 1987 gewann sie den sogenannten Cinderella-Wettbewerb, wobei die Siegerin automatisch die Möglichkeit hat, bei Toho Schauspielerin zu werden. Und auf der anderen Seite verfolgte sie eine musikalische Karriere. Somit trat sie 1987 in Tohos Princess from the Moon neben Schauspielikone Toshiro Mifune auf und spielt das blinde Mädchen Akeno, welche übernatürliche Fähigkeiten besitzt. Für diesen Auftritt erhielt sie auch 1988 die Auszeichnung Rookie of the Year der Japanese Academy Awards. Möglicherweise war das der ausschlaggebende Grund für Regisseur Omori, Megumi Odaga die Rolle der Miki Segusa, die ein ähnliches Charakterprofil besitzt, anzuvertrauen. Odaga bekam von Regisseur Omori den Tipp, sich von dem Film Firestarter von 1984 die Inspiration zu holen. Dort spielt eine junge Drew Barrymore ein Mädchen mit unglaublichen Kräften. Um diesen Charakter für den Verlauf der Heisei-Reihe zu verstehen, müssen wir erst einmal Godzilla der Urgigant etwas genauer betrachten und arbeiten uns dann bis zum tragischen Finale der Reihe durch. Ich habe das Gefühl, das wird Godzillas letzter Kampf.
Leider ist es aufgrund von Urheberrechtsansprüchen nicht möglich, Szenen aus Godzilla vs. Biollante zu zeigen. Daher halten wir die Zusammenfassung kurz und wir werden es mit Bildern hinterlegen. Danach geht es normal wie gewohnt weiter. Alle Filme, in denen Mickey auftaucht, könnt ihr auch gerne unten auf dem Zeitstrahl separat anklicken. Wir wünschen trotzdem viel Spaß mit dem Video. Mickey wird wie schon erwähnt dem Zuschauer in Godzilla vs. Biollante vorgestellt. Sie arbeitet gemeinsam mit der Wissenschaftlerin Asuka Hokochi im Japan Psionics Center zusammen. Dort wird versucht, ihren telepathischen Fähigkeiten auf den Grund zu gehen. Der Wissenschaftler Dr. Shiragami verliert beim Terroranschlag seine Tochter Erika. Er vermutet, dass ihre Seele in deren Rosen weiterlebt. Er sucht daraufhin Hilfe von Mickey und Asuka. Mickey geht vorerst davon aus, dass die Seele Erikas nicht in den Rosen wohnt. Aber als sie Dr. Shiragami verlassen wollen, hört sie jemanden Asuka rufen. Daraufhin überschlagen sich die Ereignisse. Mickey, wie auch eine Klasse von übersinnlich begabten Kindern, haben die Vorahnung, dass in kürzester Zeit Godzilla wieder auferstehen wird. Das Militär wird verständigt und Mickey bestätigt ihre Vermutung, als sie über den Mihara-Vulkan fliegen. Sie spürt, dass Godzilla durch die vulkanischen Eruptionen wieder aufgewacht ist. Das Militär ist in höchster Alarmbereitschaft. Als die Erdbeben Japans Festland trafen, wurde das Rosenhaus von Dr. Shiragami zerstört. Er hat Sorge, dass nun Erikas Seele verschwindet und kreuzt diese Rosenzellen mit Godzillas Zellen, damit diese Rosenart unsterblich wird und somit Erika für immer bei ihm sein kann. Biollante entsteht und zeigt sich imposant in einer Bucht. Godzilla gelingt es derweil, aus dem Mihara-Vulkan zu entsteigen und er wird von Biollante gerufen. Beide liefern sich einen Kampf, wobei Biollante gegen den König gnadenlos unterliegt. Mickey versucht, Godzillas Weg auf Osaka zu verhindern, indem sie mit ihm telepathisch in Verbindung tritt. Sie stehen sich erstmals gegenüber, doch Godzillas psychische Kraft ist Mickeys weit überlegen und sie kollabiert. Sie kann Godzillas Weg nicht aufhalten und so macht er sich nach Osaka auf. Nachdem sie wieder aufgewacht ist, bemerkt sie, dass aus dem All Biollante auf dem Weg zur Erde ist. Biollante erscheint dann in einer brutal kolossalen Form und ein bereits geschwächter Godzilla zieht sich zurück ins Meer. Biollantes Ziel, die Vernichtung Godzillas, ist augenscheinlich geschafft. In dem Moment kann sich Erikas Seele wieder lösen und Mickey erkennt sie bei Biollantes Rückkehr ins Weltall. Dr. Shiragami ist erleichtert, doch er wird kurz darauf von dem saradischen Agenten erschossen. Dieser kann seine Mission nur kurz feiern. Er wird von Colonel Kurokis Gewitterkontrollsystem kurzerhand pulverisiert. Kleiner Funfact am Rande. Was haben Godzilla vs. Biollante und der Fall der Berliner Mauer gemeinsam? Megumi Odaka zeichnete Biollante am 9. November 1989, dem Tag, an dem die Mauer gefallen ist. Als Godzilla vs. Biollante im Dezember 1989 seine Premiere in Japan feierte, war es eigentlich nicht vorgesehen, diesen Charakter weiterzuführen. Ursprünglich war Mickey als Journalistin gedacht, die Vision hat und es der Wissenschaft mitteilt. Doch Omori wollte, dass der Charakter direkt mit Godzilla in Interaktion geht und so bekam Mickey das Rollenprofil als eine telepathisch begabte Frau. Im Nachfolger Godzilla vs. King Ghidorah, ebenfalls von Regisseur Kazuki Omori, geht Mickey auf die Geschehnisse aus Biollante nochmal kurz ein und bestätigt, dass Godzilla seitdem auf dem Grund des Pazifiks ruht. Doch Menschen aus dem Jahr 2204 erscheinen im Japan der 90er Jahre und prophezeien, dass der Inselstaat bald nicht mehr existieren wird, da durch Godzillas Radioaktivität alles ausgelöscht wird. Sie reisen mit den Menschen der Gegenwart auf die Insel Ragos ins Jahr 1944, um einen Dinosaurier, der durch Atomtests zu Godzilla wird, auszulöschen. Dabei wird Mickey mit auf die Zeitreise genommen. Doch dies brachte nichts. King Ghidorah entstand stattdessen auf Ragos und die Zukunftsmenschen nutzen ihn, um ihre imperialen Zwecke umzusetzen. Mickey merkt dabei, dass Godzilla nach wie vor am Leben ist. Sie spürt noch immer, wo er sich befindet und begleitet als Unterstützung die Hauptprotagonisten bis zum Ende des Films, wo Godzilla von Mecha King Ghidorah vertrieben wird. Regisseur Kazuki Omori erinnert sich zu dem Charakter der Mickey. Eigentlich war es gar nicht vorgesehen, Mickey Segusa in der Heisei-Ära fortzuführen. Doch als sie dann zum Anfang von Godzilla vs. King Ghidorah auftauchte, wurde sie vom Publikum bemerkt. Produzent Shogo Tomiyama, der mit Legende Tomoyuki Tanaka arbeitete, fügte hinzu:
Jeder Godzilla-Film benötigt einen Helden oder Heldin. Hier sehen wir auch den Schauspieler Robert Scottfield, der den Android M11 verkörpert. Scottfields Rolle wurde zu einem Fanliebling und er tritt sehr oft auf Conventions als Übersetzer der Japaner auf, sogar 2018 auf dem G-Fest mit Odaka. In Godzilla vs. Mothra arbeitet sie noch immer bei der Regierung und wird Begleiterin von den Ex-Eheleuten Masako und Takuya, nachdem die beiden auf Mothras Priesterinnen gestoßen sind. Die zwei Priesterinnen, die ja Kosmos heißen, werden vom Kapitalisten Ando entführt, damit seine umweltzerstörende Firma, die Marutomo Company, mit den beiden Geld verdienen kann. Doch Abenteurer Takuya klaut wiederum diese der Firma weg und will sie den Amerikanern für $1 Million verkaufen. Die beiden Kosmos singen derweil Mothra herbei. Miki kann ihre Lieder hören und Takuya wird gefunden. Takuya, Masako und deren Tochter finden sich wieder zusammen. Mothra kann sich zum Schmetterling entwickeln und nimmt es mit ihrem zuerst bösen Bruder Batra und Godzilla auf. Mothra und Batra können ihren Konflikt begraben und kämpfen gemeinsam gegen den König der Monster. Doch Batra verliert in diesem Kampf sein Leben. Mit ihrem dritten Auftritt als Miki hat Megumi Odaka alle wiederkehrenden Rollen im Kaiju-Eiga somit überholt. Schauspieler Takashi Shimura verkörperte zweimal die Rolle des Professor Yamane, nämlich 1954 und 1955. Momoko Koji war zweimal Miko Yamane im Jahr 1954 und 1995 und Yumiko Shaku spielte zweimal Yakane Yoshiro 2002 und 2003. Dies wurde sogar in einem japanischen Zeitungsartikel nach der Premiere von Godzilla vs. Mothra erwähnt. In Godzilla vs. Mechagodzilla von 1993 treten sehr viele Erneuerungen auf. Die Spezialeinheit G-Force wird gegründet und arbeitet an Mechagodzilla und Garuda. Sämtliche Spezialisten aus Wissenschaft, Militär und Politik sind in dieser Organisation, um die Auswirkungen Godzillas zu minimieren. Miki gehört natürlich auch dazu. Sie ist auch diejenige, die den Plot zum Laufen bringt. Als Wissenschaftler ein gigantisches Ei und fossile Pflanzenreste auf der Insel Adonora finden, bringen sie diese nach Kyoto. Miki empfängt von den Pflanzenresten Signale und übergibt diese an einer Klasse von telepathisch begabten Kindern. Diese nehmen eine Musik wahr und digitalisieren diese. Die Kassette wird abgespult und das gigantische Ei reagiert darauf. Just in diesem Moment schlüpft auch etwas aus, nämlich ein kleiner Baby-Godzilla. Godzilla empfängt die telepathischen Signale des Kleinen und will ihn holen kommen. Die Menschen setzen daraufhin erstmals Mechagodzilla ein, doch dieser wird von Godzilla kampfunfähig gemacht. Miki hat im Verlauf des Films immer mehr mit Baby-Godzilla zu tun und erkennt, dass jedes Lebewesen auf der Erde, auch die Godzilla-Spezies, ihre Daseinsberechtigung hat. Dieser Wandel wurde hervorragend umgesetzt und ist im Kaiju-Eiga wahrscheinlich einmalig. Miki nimmt damit nämlich zum allerersten Mal für Godzilla Partei ein. Ich habe nie daran gezweifelt, dass die Menschheit um jeden Preis vor Godzilla gerettet werden müsste. Aber jetzt habe ich meine Meinung geändert. Einen Standpunkt, den Dr. Yamane, Professor Hayashida und Dr. Serizawa aus dem Monsterverse mit ihr gemeinsam haben. Sie merkt, dass Godzilla einfach nur ein Lebewesen ist, was auf menschliches Handeln reagiert. Durch seine schiere Größe ist er natürlich gewaltig und zerstört vieles. Doch er ist kein böses Tier. Hier wird unmissverständlich deutlich gemacht, dass die Menschen Godzilla wie eine Naturgewalt, die er ja in der Reihe verkörpert, akzeptieren müssen. Er ist in der Heisei-Ära kein reines Monster, was gut oder böse ist, so wie andere Inkarnationen davor oder danach. Ein sehr interessanter Charakterwandel, der das Genre mit Leben und Kontinuität ausfüllt. Mit dieser Entwicklung wird auch der Anspruch in der Heisei-Ära immer professioneller. In der Showa-Ära war es noch so, dass nur Kindern der Kontakt zu Godzilla gegeben wurde, was das Stigmata der Infantilität der damaligen Reihe bestärkte. Nun ist es gelungen, eine erwachsenere Sicht auf Godzillas Seelenleben zu haben. Auch hinter der Kamera verstand sich Schauspielerin Odaka sehr gut mit Godzilla. Besser gesagt, mit dem Suit-Actor des Königs der Monster, nämlich Kenpachiro Satsuma. Auch Satsuma hat eine besondere Karriere, denn er war der einzige Suit-Actor, der in Heisei-Ära Godzilla durchgehend verkörpert hat. Eine Ehre, die vor und nach ihm niemandem mehr zuteil wurde.
In Godzilla vs. Space Godzilla baut sie diese Charakterentwicklung noch weiter aus. Das Militär hat 2 Projekte entwickelt, um gegen Godzilla zu bestehen. Das eine ist das Projekt M, was für Mogira steht. Erneut wurde ein Mecha gebaut, das gegen Godzilla kämpfen soll. Die friedlichere Lösung ist das Projekt T, was für Telepathie steht. Dabei wird ein Sender an Godzillas Hinterkopf angebracht und Miki kann dadurch mit ihrer telepathischen Fähigkeit die Botschaft verstärken, dass Godzillas Auftauchen an Land gesteuert werden soll, um so Schäden zu vermeiden. Aus den Weiten des Weltalls taucht dann der gewaltige Space Godzilla auf, wobei Godzilla vorerst unterliegt. Miki wird derweil von der Yakuza entführt, die Projekt T natürlich für kriminelle Zwecke nutzen wollen. Doch sie wird von der G-Force gerettet und eine Love Story mit Shinjo bahnt sich an. Space Godzilla erscheint in Fukuoka und Mogira wird eingesetzt, ist aber wenig erfolgreich gegen den astronomischen Giganten. Godzilla erscheint letztlich und gemeinsam besiegen sie Space Godzilla. Miki entfernt den Sender vom Projekt T, weil sie eingesehen hat, dass Godzilla zu steuern eine sehr gefährliche Sache sein kann. Ihre Art, für den König der Monster zu sprechen, greift auch auf andere Charaktere um. So erkennt auch Yuki, der seinen Freund General Gondo in Godzilla der Urgigant verloren hat und seitdem auf Rache aus ist, dass Godzilla ein Recht auf Leben hat. Miki und Godzilla hatten nun zum zweiten Mal telepathischen Kontakt. Einmal in Godzilla vs. Biolante, als sie sich gegenüberstanden, und die hat sie ihn von dem Kontrollsystem befreit. Godzilla merkte dies und zeigte auch Dank ihr gegenüber. Und zu Shinjo äußert sie, dass Godzilla das Gleiche empfindet wie die Menschen. Verstehen Sie denn nicht? Er hat auch Gefühle. Er empfindet genauso wie wir. Doch was Schauspielerin Otaka und ihr Charakter Miki nicht ahnten war, dass dies das letzte Happy End von Godzilla war. Doch bevor wir zum letzten Teil der Heisei-Ära kommen, machen wir noch einen kurzen Ausflug auf den Monster Planet of Godzilla. Dieser kleine Kurzfilm wurde komplett von Koichi Kawakita gedreht, der seit Biolante für die Spezialeffekte der Reihe verantwortlich war. Das Werk wurde von 1994 bis 1998 in verschiedenen japanischen Themenparks vorgestellt, wobei bei Zerstörungsszenen Rauch in die Zuschauermenge gepustet wurde. Megumi Otaka führt uns als Miki durch diesen Kurzfilm. Für den Dreh verwendete man die Kostüme von Godzilla, Mothra und Rodan aus der Heisei-Reihe. Orientiert man sich an den Maßstab der Modelle, sind die Kaiju hier etwa 50 Meter groß, also so groß wie in der Showa-Ära. In der Heisei-Ära sind die Kaiju oft mehr als 100 Meter hoch. Ein durchaus kurzweiliges und amüsantes Zwischenwerk. Kommen wir nun zum großen Finale der Heisei-Ära. Mit Godzilla vs. Destroyer ist der Höhepunkt der Heisei-Ära erreicht, denn hier findet Godzilla seine ewige Ruhe. Er absorbierte bei einer riesigen Explosion auf seiner Insel so viel Energie, dass sein Körper sie nicht mehr kompensieren kann. Er läuft rotglühend umher, hat Schmerzen und speit seinen roten Hitzestrahl aus. Die G-Force weiß, dass Godzillas Tod unmittelbar bevorsteht und durch diese Explosion, was dann zu einer Kernschmelze führt, wird die ganze Erde zerstört. Es gibt daher nur eine Lösung. Es muss ein neuer Oxygenzerstörer entwickelt werden. Dr. Ichuin macht sich an die Arbeit, doch Miki protestiert. Man merkt, es gibt keinen Ausweg. Ihre Verzweiflung ist deutlich zu spüren, auch weil sie keinen Kontakt mehr zu Godzilla Junior hat. Ihre Kräfte schwinden mit dem nahenden Tod Godzillas. In diesem Film kann sie einem nur leid tun, denn alles, was getan wird, verpufft sofort. Hoffnung gibt es hier nicht. Als Destroyer auftaucht, leitet sie Junior gemeinsam mit Meru nach Tokio, damit Godzilla ihm folgt und somit gegen Destroyer kämpft. Junior besiegt Destroyer auch nach einem harten Kampf und Godzilla und Junior sehen sich auch in Tokio wieder. Doch der wahre Terror beginnt erst jetzt. Destroyer entwickelt sich zu seiner finalen Form und schnappt sich Junior, nimmt ihn an sich und lässt ihn beim Fliegen auf ein Gebäude fallen. Miki geht zu Junior, doch vor ihr erlischt augenscheinlich sein Leben. Sie ist am Boden zerstört und weiß genau, was nun passieren wird. Godzillas Raserei ist so immens, dass er nach einem blutigen Kampf Destroyer vertreiben kann, aber den finalen Finisher gibt ihm die G-Force. Kurz darauf setzt die Kernschmelze ein und der König der Monster geht von seinen Zuschauern. Miki, tief bestürzt, kondoliert mit dem Abheben ihrer Mütze. Miki trauert
und sie erzählt, dass ihre Arbeit nun erledigt ist. Doch in dem dichten Qualm der Kernschmelze sehen wir eine Silhouette von Godzilla Jr. Der Film schließt somit mit einem offenen Ende. Mit der Premiere am 9. Dezember 1995 endete die Godzilla-Heisei-Ära. Tausende Fans lehnten den Tod Godzillas ab. Damals galt, dass mit diesem Schwergewicht des Keijo Eiga der letzte japanische Godzilla-Film produziert wurde. Denn die Erwartungen, dass Hollywood den Mythos Godzilla weiterhin erfolgreich führen wird, waren immens. Doch die Hoffnungen wurden 1998 bitter enttäuscht. Für Schauspielerin Megumi Odaka endete mit diesem Film vorerst ihre Tätigkeit im Genre. Viele Jahre später, im Jahr 2022, geschah tatsächlich die Sensation. Seit 2020 werden in Japan zum nationalen Godzilla-Tag am 3. November, der Tag, an dem 1954 der erste Godzilla erschien, ein Kurzfilm gezeigt. Mal ist es in klassischer Stop-Motion-Animation, mal sogar bestes CGI. In Godzilla vs. Gigan-Rex erscheint der ausgewachsene Godzilla Jr. und kämpft zuerst gegen eine Armee von Gigants und später gegen einen gewaltigen Gigan-Rex. Zu Beginn des Kurzfilms hören wir Megumi Odakas Stimme, die als Miki Sakusa aus dem Off spricht. Ein toller Fanservice und obendrein der Beweis dafür, dass die Heisei-Ära noch immer so viel Potenzial hat, fortgeführt zu werden. Mit dem Charakter der Miki gibt es zumindest jede Menge Material dazu. In dem Film Hoshi von 2023 kehrt Megumi Odaka neben vielen anderen Veteranen aus der Heisei-Ära auch tatsächlich zurück auf die große Leinwand. Doch ihre Rolle hat nicht nur Toho beeinflusst, sondern das ganze Genre. Als Gamera Anfang 1995 erfolgreich in die Kinos zurückkehrte und dies ein Grund von mehreren für den Tod Godzillas wenige Monate später war, ließ sich die Konkurrenz, na sagen wir es mal diplomatisch, von Tohos Miki Sakusa inspirieren. Denn auch Gamera kann mit einer jungen Frau über ein Medaillon kommunizieren und diese spricht für ihn. Dieser Charakter heißt Asagi Kusanagi und wird von Ayako Fujitani verkörpert. Ich finde die Gamera-Trilogie wirklich echt gut und Asagi passt auch zur Geschichte. Trotzdem sind die Ähnlichkeiten beider Figuren nicht zufällig. Im Monsterverse von Legendary Pictures und Warner Bros. Wurde in Godzilla vs. Kong das taubstumme Mädchen Jia eingeführt, die das menschliche Sprachorgan zu Kong ist. In der zweiten Staffel von Monarch Legacy of Monsters deutet sich ebenfalls eine telepathische Verbindung zwischen Kate und den Titanen an. Schauen wir mal, wie sich dieser Charakter noch entwickelt. Auch hier kann man sehen, dass das Prinzip Kaiju-Mensch-Verbindung ein wesentlicher Bestandteil des Keijo Eiga ist. Das Kernprofil der Rolle, dass eine Person telepathisch mit einem gewaltigen Wesen verbunden ist, wurde somit seit Mikis erstem Auftreten konsequent von vielen Studios übernommen. Ein Standard, der durch Megumi Odaka populär gemacht wurde. Sie ist heutzutage auch nicht davon abgeneigt, diese ikonische Rolle erneut auf die große Leinwand zu bringen. Und von Millionen Fans hat sie dafür weltweit unsere Unterstützung. In dem wirklich tollen Buch Godzilla The First 70 Years bekommt Odaka sogar ein Vorwort, in dem sie ihre Arbeit als große Ehre bezeichnet. Wer Schauspielerin Megumi Odaka einmal live erleben möchte, hat am 24. und 25. Oktober in Köln auf dem Weekend of Horrors die Möglichkeit. Eine unglaubliche Chance, die sich deutsche und europäische Fans nicht entgehen lassen sollten. Frankensteins Kaiju-Kunde wird auf jeden Fall vor Ort sein. Odaka verkörperte nicht nur eine der prägendsten menschlichen Rollen im Kaiju-Genre, die beinahe eine ganze Ära umfasste, sondern sie erlebte auch die Arbeit von anderen Berühmtheiten mit. Leider sind auch viele von ihnen nicht mehr am Leben. So zum Beispiel die Schauspielerin Yoshiko Tanaka und Anna Nakagawa. Auch Regisseur Kazuki Omori verstarb 2022 und Godzillas Suit Actor Kenpachiro Satsuma 2023. Der Spezialeffekte-Regisseur der Heisei-Reihe Koichi Kawakita begann seine Karriere als Chef seiner Abteilung mit Godzilla vs. Biollante, genau wie Odaka als Miki. Kawakita verstarb an seinem 72. Geburtstag im Jahr 2014. Aber auch Veteranen der Showa-Ära waren an ihren Filmen beteiligt. So Komponist Akira Ifukube, Produzent Tomoyuki Tanaka und Schauspieler Akira Takarada. Sie selbst sagte einmal in einem Interview, als Takarada 1992 im fortgeschrittenen Alter zur Godzilla-Reihe zurückkehrte, dass sie es für sich als Miki in der Zukunft auch vorstellen kann. Odaka war Zeitzeugin von vielen Eindrücken des Keijo Eiga-Genres und wurde im Laufe der Zeit selbst zu einer Legende.
Mit dem Charakter der Miki Sugusa wurde etwas Einmaliges im Kaiju Eiga geschaffen. Einen Charakter Schritt für Schritt auszubauen, ohne dessen Glaubwürdigkeit zu verlieren, ist ein hoher cineastischer Anspruch, welcher perfekt umgesetzt wurde. Schauspielerin Megumi Hodaka zählt deshalb nicht ohne Grund zu den ganz großen Damen des Kaiju Eiga. Eine Leistung, die ihr nie mehr einer nehmen wird und auf die sie wirklich stolz sein kann. In einem nächsten Human Kaiju Eiga Characters Video sehen wir uns einmal einen Mann aus der Wirtschaft genauer an. Denn ohne Godzillas Hilfe wäre es ihm nicht gelungen, Japan zum wirtschaftlichen Riesen aufzubauen. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bis dann! Es war Frankenstein.